zwischendurch sich mal eben die Bälle hin und her zu werfen, das funktioniert einfach sehr gut. Kennengelernt haben wir uns an der Universität Oldenburg, weil ich im Referat Forschung und Transfer die Teamleitung hatte und Franziska Glöden zu dem Team zählte. Ich glaube, 5 Jahre sind es jetzt inzwischen. Also in Teilen zusammen an der Universität Oldenburg und jetzt auch natürlich mit der Kooperation zwischen der Uni Bremen und der Uni Oldenburg. Wann immer wir mal Ideen hatten, kann ich immer zu Anne-Kathrin kommen und wir können immer gemeinsam drüber nachdenken, wie sie umzusetzen sind. Also es ist eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, also auf diversen Kanälen. Wie stellt ihr euch zu der und der Förderlinie? Was wird bei euch gerade besprochen dazu? Also sich darüber auch auszutauschen, zwischendurch sich mal eben die Bälle hin und her zu werfen, das funktioniert einfach sehr gut. Ein ähnlicher Humor ist da natürlich auch sehr hilfreich. Das Thema Gründungsförderung ist natürlich etwas, was uns beide eint, wo wir auch beide Teams sehr aktiv sind. Und da gibt es natürlich viele Schnittstellen. Also jetzt jüngst eben mit der Heu Startup Factory. Wie schaffen wir es, die Startups in dieser Region zu halten? Wie schaffen wir es, noch mehr Startups aus den Universitäten Oldenburg und Bremen zu fördern und herauszubringen? Wie schaffen wir es auch so attraktiv zu sein, dass Startups auch hierher kommen? Dafür braucht man ein großes Innovationsökosystem. Gerade Bremen mit dem Bridge-Verbund kann natürlich schon einen sehr guten Blick über das eigene Land geben, aber natürlich Oldenburg auch schon mal mit der Verbindung, zum Beispiel auch in die ländlichen Regionen, nochmal eine Weite erfassen. Gleichzeitig die Kooperation mit zum Beispiel der Universität Groningen gibt natürlich den internationalen Aspekt noch mit. Der Punkt mit der Zusammenarbeit mit der Gesellschaft ist tatsächlich ein ganz großer. Das auch noch mehr in die Universität reinzutragen und gerne dann auch mit doppelter Personenstärke, weil man eben sich austauschen kann, weil man gemeinsam Dinge voranbringen kann. Mehr zu öffnen und mehr in den Austausch zu gehen, das wäre ein Ziel.